Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Und wieder einmal sind wir an unserem Haus und können euch ein kleines Update geben, was hier so passiert ist die letzten Tage. Ja, wir waren in der eigentlich gesamten letzten Woche mit ein paar YouTube-Friends unterwegs und ja, sie wollten ja ein Haus kaufen. Ja, und wir konnten ihnen tatsächlich ein Haus in Santa Cruz besorgen. Wir haben jede Menge Häuser besichtigt und die Entscheidung ist jetzt gefallen. Sie haben ein Angebot für das Haus in Santa Cruz abgegeben und ja, die Verkäufer haben das Angebot akzeptiert. Und ja, Kali ist direkt wieder nach Hause geflogen und kann jetzt seine Sachen erledigen. Aber wir sind froh, dass er sein Haus gefunden hat, dass alles geklappt hat. Wir konnten ihm sehr, sehr helfen. Er ist uns auch sehr, sehr dankbar. Ja, toller Typ. Und jetzt haben wir wieder Zeit, uns um unser Haus zu kümmern. Ja, viel passiert hier. Das sind all die Kabel, die Richtung Garage gehen, weil dort ist ja IT-Zentrum. Und dieser Schlauch hier, der dient der Bodenentwässerung, weil wir hatten ja bei einem Regensturz im Winter hatten wir leichten Wassereinbruch hier unten im Keller, in der kommenden Man Cave. Und der Schlauch ist hier verbuddelt, dort wo neu zementiert wurde. Ja, der Schlauch hat natürlich Löcher, dass das Wasser eindringen kann. Und der ist mit so einer Gewebeschicht ist der ummantelt, dass das Wasser einfach in den Schlauch absickern kann und dann auch ablaufen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Verfahren hier. Ja, aber eine Außendrainage machen wir natürlich trotzdem an der Mauer oben. Ja, sieht alles schon sehr, sehr cool aus. Fein, fein. Ja, die ganzen Wände hier sind gemacht. Die Decken sind gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, ich hoffe mal, dass die ganzen Sachen dann hinterher auch korrekt benamselt werden, hier an diesen Schalltafeln. Das gibt auch noch Spaß. Aber ja, die werden das schon können. Ja, hier, sämtliche Wände haben auch schon Putzempfang. Hier in der Küche ebenfalls. Dort die Wand, die sieht so aus, weil dort kommen Kacheln hin. Und dort kommen auch Kacheln hin. Ja, jetzt geht das dann bald los, den Boden mit Beton zu gießen, damit die ganzen Kabelkanäle hier verschwinden. Sieht alles schon ein wenig nach Haus aus. Immer mehr, immer mehr. Sehr, sehr cool. Dann können bald die Türen und Fenster kommen. Oh Mann. Ich kann es kaum noch abwarten. Ja, der Frühling ist voll da. Schön. Dort die Wände haben auch schon das Putzempfang. Sehr, sehr toll. Da oben sind sie jetzt gerade dran.
Ja, das mit Material für das Dach, was da unten drunter kommt, die thermale Isolation, die müsste jetzt auch die nächsten Tage gemacht werden. Eventuell dann Anfang nächster Woche. Und dann ist auch schon Ostern. Ja, es geht voran. Toll, toll. Ja, die Leute machen gerade Pause. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu unserem Arbeitsplatz hoch. Die Arbeiter machen Mittagspause. Ja, und da ist Judith schon. Ja, hier haben wir jetzt schon einige Sachen gepflanzt. Und heute werden wir weiter den Hang hochgehen, um zu gucken, welche Arbeitsschritte wir da machen werden. Ja, die Arbeit geht uns nicht aus hier, hä? Ja, machen wir das. Gut. Ja, okay. Das heißt, Jacke aus, Handschuhe an und dann mal den Hang hoch. Ich sag mal, bis gleich. Ja, und da sind wir jetzt weiter oben auf unserem Grundstück und gucken, was wir mit diesem Stück Land machen. Hier mit diesem Stück hier ist noch eine Weinpflanze. Und hier auf diesem Stück hier, ja, jede Menge Draht gespannt. Und ja, 2 Weinreben hier. Hier ist eine und da hinten ist eine. Das heißt, der gesamte Draht hier wird geschnitten. Und hier wird ein Pfosten betoniert und dort wird ein Pfosten betoniert. Und dann haben wir hier über den Gang nach oben, ja, so einen Weintorbogen dann, ne? Wird ein kleiner Draht gespannt oder 2 oder 3 und dann kann man hier hochkommen. Ja, ist doch schön. Ist eine tolle Idee. Dann werden hier die ganzen Drähte gekappt. Okay, das ist Arbeit. Dort diese Weinpflanze, die werden wir am Draht an der Steinmauer anbinden. Ja, und was wir hier mit dem Nachbargrundstück machen, ja, da werden wir mal mit dem Besitzer Kontakt aufnehmen, denke ich. Das wäre auch noch was für uns. Wir haben schon mit ihm gesprochen, aber ja, mal gucken, was sich da dann klären wird. Ja, okay. Und dann die zweite Weinrebe. Ja, da muss ich gucken, wenn der Draht geschnitten ist. Ne, was wir mit der zweiten Weinrebe machen. Ja, das heißt, alle Drähte hier kappen, das alte Spielchen. Ja. Und dann zusehen. Hier, dieser Ast, der müsste auch weg. Ja, der Baum ist ziemlich schlechten Zustand. Ja, müsste man den mal sprühen. Schau, der ist auch die Äste alles. Ja, ich weiß nicht, ich würde ihn gerne ersetzen eigentlich. Im Moment können wir ihn zurückschneiden. Ein bisschen zurückschneiden und Ja. sprühen. Wichtig, dass jetzt hier der komplette Draht wegkommt, dass man hier mit dem Wecker durch kann. Okay, das ist dann Arbeit. Das habe ich letzten Herbst mal gerodet hier. Ja, ja, Da wo es jetzt 1,50 hoch ist. krass, Ja. krass. Jo, Achtung, Draht zum Boden. Ja, und hier haben wir
halt Weinreben bis hinten. Und hier die Passionsfrucht noch, ne? Ja, ich möchte eben gerne hier eigentlich verschiedene Arten von Passionsfrucht machen. Ja, ja, das wäre eine tolle Idee. Und dafür machen wir dann Pfosten. Und da können Sie sich dann... Vielleicht einfach hier an der Steinmauer entlang Drahtspann für eine Reihe verschiedener Passionsfruchtpflanzen. Ja. Und den Wein können wir vielleicht auch noch behalten, der weit rechts steht. Ja, erstmal schneiden. Erstmal schneiden, die Äste schneiden. Die Passionsfrucht kommt schon wieder hier. Also die Passionsfrucht habe ich ja zurückgestutzt auf vielleicht 3 Meter die Äste. Und alles, was Okay. da vertrocknet ist, das ist eben schon tot. Das Okay. kann man dann mit dem Draht zusammen entfernen. Aha. Ja. Aha. Jo, Und ich glaube, weiter hinten hat es auch noch Passionsfrucht. Und teilweise kommt auch von oben noch West herunter Passionsfrucht. Aber das schauen wir dann, wenn der Draht weg ist, weil im Moment ist es so Ja. schwierig, da hinzukommen. ja. Ja, wir müssen Gas geben. Der Wein schlägt schon voll aus. Mhm. Wir müssen jetzt richtig Gas geben hier. Und das werden wir genau jetzt anfangen.